So, wir sind nicht weit gekommen, ich weiß gar nicht, vielleicht 10 Kilometer weiter. Wir fahren gerade eine richtig spektakuläre Bergstraße über den Transfagarasan-Pass oder irgendwie sowas. Genau, und jetzt haben wir uns spontan dazu entschieden, wir sind über der Baumgrenze und hier sieht man die Berge von Weitem, also hier kann man auch entspannt, glaube ich, wieder wandern. Und Ja. jedenfalls wandern wir jetzt hier auf den Four de Parou de 4, der ist auf 235, wir sind gerade auf 165, das heißt 700 Höhenmeter. Es ist 12 Uhr, wir müssen uns ein bisschen ranhalten, das sind 6 Kilometer oder 5 Kilometer hoch und dann nochmal irgendwie in einer kleinen Runde zurück. Gut, los geht's. Im Laufe unserer Wanderung mussten wir feststellen, dass es eine Passage gibt, die heißt die 3 Todesschritte. Gott sei Dank sind hier so Verankerungspunkte, weil es auf beiden Seiten ziemlich steil, man läuft auf so einem Kamm, geht ziemlich steil runter und da ist man doch glücklich, wenn man sich irgendwie fest verteut irgendwo festhalten kann. Gestern haben wir ja unseren ersten Braunbären gesehen am Straßenrand und wir haben nur 5 Kilometer weiter geschlafen die Nacht. Und ich hatte vor dem Schlafengehen noch überlegt, also am Abend, ob ich noch eine kurze Runde joggen gehe. Und dann habe ich gedacht, ja, ich könnte bis zu der Stelle joggen, wo der Braunbär wäre. Aber dann habe ich auch gedacht, das ist ja irgendwie auch irgendwie gefährlich. Oder wir haben gelesen, dass letztes Jahr 8 Leute gestorben sind oder umgebracht wurden von Braunbären. Dann haben wir gedacht, nee, lassen wir mal lieber. Und dann haben wir noch gelesen, dass auf dem Park von Nightspot, wo wir die Nacht verbracht haben, vor 2-3 Wochen ein Kommentar war, wo stand, dass um 5 Uhr morgens ein Braunbär versucht hat, irgendwie ins Wohnmobil einzudringen oder ins Auto einzudringen. Und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht sollten wir jetzt auch nicht hier in der Gegend rumwandern mit schönen Provianttaschen und das irgendwie provozieren. Und jetzt sind wir über diesen Pass gefahren, wo ich den Namen vergessen habe. Und hier ist es alles frei, man kann weit sehen und hier fühlt man sich irgendwie sicher zu wandern. So, Tagesziel für uns für heute erreicht. Wir sind jetzt auf 2380 Metern und jetzt gibt es erstmal einen leckeren Apfel. Der ist total musig, der ist nicht lecker, aber Also meiner schmeckt. der Hunger ist der beste Koch. So, wir sind auf dem Rückweg und hier über diesen Grat müssen wir jetzt wieder zurückklettern. Wir haben es wieder mal geschafft. Ja. Wir sind zurück beim Düdo. Doppelt fertig. Aus einer kurzen, spontanen Wanderung sind irgendwie mehrere Stunden geworden und wir sind echt geschafft. Und jetzt suchen wir uns noch einen schönen Stellplatz an einem Bergsee und dann war es das für heute.
Wir sind gerade am Transfar-Garasan-Pass in Rumänien. Der gilt als einer der schönsten Pässe in Europa. Wir haben nicht so viele Referenzen, aber er gefällt uns sehr gut und wir genießen hier gerade schön mit Motorbremse und immer als Stauanfang den Berg hochzuschleichen und auf der anderen Seite wieder runterzuschleichen. Vor uns ist es auf jeden Fall immer frei, aber eigentlich ist er ziemlich befahren. Ja, vor uns ist wieder frei. Kannst du sagen. Slowly but steady geht es den Berg runter und ist ganz wenig befahren, nur ein bisschen Gegenverkehr haben wir. Wir haben auf jeden Fall vor uns eine richtig schöne Aussicht. Slowly but steady füllen wir jetzt hier Wasser auf. Und jetzt nutzen wir die Zeit ein wenig. Und jetzt gibt's Kaffee und Kuchen. Ja, ich habe gestern noch Käsekuchen gebacken mal wieder, seitdem ich weiß, dass es so gut funktioniert im Omnia-Backofen. Irgendwie dauert es immer noch so lange mit dem Wasser auffüllen. Da dachte ich, na gut, gucke ich mal ganz kurz, ob hier um 2 Meter in den Wald rein, ob hier Pilze sind. Und was soll ich sagen, es ist wieder alles voller Pilze. Auch nicht nur in Bulgarien, sondern auch hier in Rumänien. Und jetzt werden wir mal gucken, ob die noch in Ordnung sind. Gleich ist er voll. Nicht absichtlich. Wir sind gerade in einer Kirchburg in Cinchau. Das ist die größte und aufwendigste, die die Sachsen gebaut haben hier in Siebenburgenland. Also größer noch als in Hermannstadt und in Heltau. Wir sind hier nur zufällig vorbeigekommen und die gucken wir jetzt uns an und wir dürfen gleich sogar noch mal auf den Kirchturm. Ah ja, genau. Und es ist gerade jemand gekommen und hat uns die Burg aufgeschlossen mit so einem großen Schlüssel. Es wurden 2 Ringmauern gebaut und 7 Türme und Basteien wurden errichtet. Deswegen ist es nämlich auch eine Kirchburg. Kirchburg. Was das heißt und was das ist. Anscheinend geht es jetzt hier in den Kirchturm hoch. Das ist eine uralte Treppe. So richtig altes Holz. Zu den Glocken haben wir es geschafft. 1789 bei einem großen Brand fielen die Glocken einem Brand zum Opfer. Es wurden im selben Jahr neu gegossen. Das Holzgetriebe der Turmuhr besteht aus dem 17. Jahrhundert und blieb vom Brand verschont. Ach krass, du gehst noch weiter nach oben mit einer Leiter. Boah. Alter, ey. Ich habe ein bisschen Angst. Oh mein Gott. Weil die Stäbe, die da drin sind, so dünn sind. Vor allem hier sind auch immer schon so Holzlatten drin. Wo es nicht gehalten hat, weißt du? Scheiße. Hier oder auch so ein Picknick, wa? Schöne Bank, ja? Wir haben die Verwalterin gefragt, warum die so befestigt sind, diese Kirchen. Und die hat erzählt, dass das daran liegt, dass sie hier immer von den Mongolen und von den Türken und dass sie halt einfach, das war ein sehr relativ reiches Land früher und dementsprechend wurden die Kirchen oder die Dörfer oft Ziele von Plünderung und die haben sich alle dann in der Kirche zurückgezogen und dann gab es in der Kirche in der Mitte auch einen Brunnen und es gab in der Kirche auch einen Geheimgang zum Friedhof, der ist aber jetzt eingestürzt und nur noch der Anfang vom Geheimgang ist jetzt die Basilika.